Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video erkläre ich ein bisschen was zu Titanwirbel. Mehr davon, wie immer, ist jetzt keine große Überraschung mehr, nach dem Intro. Wie ihr bereits wisst, oder wenn ihr es bis jetzt noch nicht wisst, dann wisst ihr es ab dem Video, machen wir Titanwirbeln. Die heißen jetzt Titanwirbel, aber in Wirklichkeit ist es ein Wirbel, der aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. Es hat einen Titanschaft, der mit einem Wirbelkopf aus Holz verbunden ist, in verschiedensten Varianten. Entweder mit Buchsbaumringel, in Ebenholz, mit Övenbein oder Mammut oder aus Buchsbaum mit Ebenholzringel. Also es gibt alle Varianten. Ja? Warum machen wir das? Also, und der Wirbel, wenn er dann fertig ist, schaut im Prinzip so aus. Das heißt, ich habe alles, was ich angreife, ist in Holz, weil es natürlich sehr angenehm ist. Aber der Schaft selber, der im Wirbelkasten drinnen steckt, ist aus Titan und das hat ein paar Gründe, warum wir das machen. Dazu muss ich euch wieder was aufzeichnen. Wir haben ja im letzten Video, da ist jetzt entweder dort oder dort eine Verlinkung, ja, habe ich euch erklärt, wie das mit den Holzwirbeln läuft und was es dort für Probleme gibt. Dass in Wirklichkeit bei einem Wirbelkasten, ja, da vorne ist die Schnecken drauf, dass im Wirbelkasten die Wirbellöcher durch das Quillen und Schwinden, ja, leicht elliptisch werden, beziehungsweise einmal rund sind oder sogar in die andere Richtung elliptisch werden, einmal aufrecht und einmal liegende Ellipsen. Das ist natürlich, aber wenn ich einen Titanwirbel einbaue, genau das gleiche in grün. Was ist jetzt der wirkliche Unterschied oder warum spielt es da weniger Rolle? Das Titan selber, das wird nicht sozusagen irgendwie elliptisch, wurscht wie feucht es ist oder sonst irgendwas. Und die Wirbeln, die stecken nicht einfach nur als Konus drinnen, sondern übertrieben gesagt, habe ich bei dem Wirbel eine Lauffläche, ja, und ich habe da ein sogenanntes Mikrogewinde oben. Ja. Das heißt, da geht der Wirbel ein bisschen auskommen und da hinten geht es weiter wieder mit einem Mikrogewinde. Man sieht das nicht am Wirbel, aber man spürt es, wenn man mit dem Fingernagel sozusagen drüber fährt. Ja. Der Vorteil ist der, dass da eine irre große, ich zeichne das jetzt einmal größer aus, ja, ich bringe sozusagen durch das eine sehr große Oberflächen zusammen. So schaut das aus, dieses Mikrogewinde. Ja, das ist dieser Wirbel, da herunten das Material, das Titanmaterial, und das presst sie in das Holz natürlich ein. Ja. Also man muss sich das jetzt so vorstellen, dass das wie eine konische Schraube ist. Was jetzt nicht funktioniert bei den Titanwirbeln, das ist im Prinzip das Außerziehen so einfach, wie es beim Holzwirbel geht, beziehungsweise das Eindrucken. Das heißt, viele Musiker sind sich gewohnt, die stimmen das Instrument, greifen dann um die Schnecken um den Wirbelkasten nochmal um und drücken am Schluss noch rein. Das können sie da auch machen, nur hat es halt keine Wirkung. Ja? Bei dem Titanwirbel ist es so, dass die Gleitfähigkeit des Wirbels über Graphit erreicht wird. Das heißt, man nimmt einen reinen Graphit, das ist also ein Künstlergraphit, und der tragt sich eben lamellenartig ab und ist schallleitend. Das ist der kleine Unterschied zu einer Wirbelseife. Eine Wirbelseife ist im Prinzip ein wacher Batz, ja, Seifen gemischt mit Kreiden, und die dämpft die Obertöne an, die von der Seite auf den Wirbel und dann damit auf den Wirbelkasten übertragen werden. Jetzt kannst du einen Holzwirbel natürlich nicht mit Graphit schmieren, weil du den nicht mehr zum Halten bringst. Ja? Weil so fest kannst du das nicht eindrucken, dass das noch funktioniert. Das geht bei Titan, weil die Haltekraft über dieses Mikrogewinde entsteht. Man sieht das jetzt auch ganz gut. Wenn ich jetzt eine Geigen hernehme, wo im Prinzip ein Wirbel, den stecke ich einmal. Ja? Und wenn ich da sozusagen bei der E-Seite und bei der A-Seite habe ich ein sogenanntes Rechtsgewinde drinnen. Das heißt, ich drehe den Wirbel im Uhrzeigersinn, nämlich so. Ja? Und wenn ich den ein paar Mal drehe, dann wird dieser Wirbel immer fester, weil sich die Schrauben einfach
ganz sachte einschraubt. Ja? Man sieht das schon. Und da kann man jetzt auch nicht mehr rausziehen. Das geht alles nicht mehr. Ja? Ich kann aber dadurch jetzt Folgendes machen. Ich kann einstellen, wie fest der Wirbel zu bewegen ist. Ja? Also die rennen sehr geschmeidig und sehr normal. Ja? Darf aber auch, wenn es einmal nachgeschmiert werden soll, nur mit einem Graphit geschmiert werden. Sobald ich da eine Wirbelseife auf tue, verschwinden mir einige Obertöne. Ja? Sprich, die Klangfarbe und die Tragfähigkeit leidet dadurch. Ja? So, wenn ich es nach oben drehe, also wenn ich die Seiten nach oben stimme, auf die zwei Seiten mit einem Rechtsgewinde, dann wird es immer fester. Ja? Und auf der D-Seite und auf der G-Seite ist es umgekehrt, also sogenanntes Mikro-Links-Gewinde oben, damit ich auch wieder im Uhrzeigersinn drehen kann, um die Seiten nach oben zu stimmen und den Wirbel fester zu machen. Und wenn ich es ober tun will, dann muss ich im Prinzip hergehen und muss er sozusagen nach unten stimmen, die Geigen. Ja, das ist so. Ja. Und wenn ich da jetzt hergehe und ich drehe da immer weiter nach unten, ja, dann wird der Wirbel immer lockerer, ja, bis er letztendlich ganz problemlos rausgeht. Ja. Wenn die Seiten auch raus tue, dann geht das. Ja. So, jetzt geht er raus. Das heißt, da stecke ich es ein auf der herüberen Seite und drehe das Ganze nach oben und er wird immer fester. Ja? Und umgekehrt eben immer lockerer. Was hat das für Vorteile? Also es gibt einen sogenannten Nachteil. Und dann komme ich auf die Vorteile zu sprechen. Wenn ich heute im Sommer eine relativ hohe Feuchtigkeit habe und der Wirbelkasten ja, in diese Richtung auseinandergeht, ja, dann muss ich im Prinzip hergehen, muss die Seiten oberkurbeln, kurbel ohne dass Seiten ein oder zwei Umdrehungen aufführen, steckt die Seiten wieder in das Seitenloch ein und der Wirbel sitzt fester. Und wenn ich dann im Herbst bin oder im Winter bin, wo das Ganze trockener ist und das Ganze sozusagen schwindet und kleiner wird, dann kann es sein, dass der Wirbel ein bisschen fester drinnen ist. Dann muss ich im Prinzip das Umgekehrte machen, dass ich die Seiten außer tue. Allein, ohne dass die Seiten drinnen ist, weil der Oberkurbel zweimal oder einmal und die Seiten wieder einsteckt. Dann geht er für die Jahreszeit ganz normal. Das ist was bei den Holzwirbeln nicht zum Tragen kommt, weil es das natürlich nicht auffällt, ob das jetzt mehr oder weniger drinnen steckt. Ja? Und jetzt kommen wir aber zu den Vorteilen von diesen Titanwirbeln. Ich kann jede Seite einzeln optimieren. Habe ich ein Instrument und ich will Titanwirbel drinnen haben, dann kann zum Beispiel sein, dass die D-Seiten auf der Bratschen jetzt nicht so strahlend ist, dass der eher ein bisschen bedeckt ist und. Dann habe ich die Möglichkeit, jetzt mit einem Wirbel, indem ich nur fester oder weniger fest rein tue, kann ich den Klang schon einstellen. Oder ich tue einen anderen Titanwirbel rein. Ja? Sprich, entweder anderes Material oder andere Gestaltung. Es geht darum, wie hochfrequent oder wie niederfrequent schwingt der Wirbel. Und natürlich hängt es damit zusammen, wie groß, wie breit ist der Wirbelkasten. Habe ich einen Wirbelkasten, der relativ breit ist, muss ich natürlich ganz woanders anfangen, um eine entsprechende Hochfrequenz zusammenzubringen. Je tiefer die Frequenzen runtergehen, also bei der Geigen ist es möglich, wenn es eine gute Geigen ist, dass man auch mit Holzwirbeln ein wirklich befriedigendes Ergebnis zusammenbringt. Bei der Bratschen ist es schon viel schwieriger, weil es einfach niedrigere Frequenzen hat und beim Cello ist es noch krasser. Ja? Das heißt, da kann man sich logischerweise mit Titanwirbeln unglaublich helfen und das macht dann einen großen Unterschied für die Musiker, wenn die dann mit dem konzertieren, mit dem Instrument. Sobald die heute mit einem guten Klavier zusammenspielen, auf der Bühne oder gegen ein Orchester bestehen müssen, ja, dann brauchen sie natürlich alles an Obertönen, sie brauchen natürlich alles an Klangformen, um ein möglichst akustisches Erlebnis bieten zu können. Wenn man bei einem Cello die C-Seiten faktisch nicht hört, wenn die draußen spielen, ist es mehr Pantomime, das ist halt einfach schade. Und über diese Technologien kann man das wirklich so justieren, dass es immer zum wirklich gescheiten Ergebnis kommt. Das geht. Ja. Das hängt jetzt auch damit zusammen, dass je weiter die Frequenzen runtergehen,
da werden die Instrumente ja im Verhältnis sonst klar. Das wissen alle, dass ein Geigen eigentlich perfekt konstruiert ist mit der 35,5 cm Korpusgröße. Ein Bratschen müsste dann einen halben Meter groß sein und ein Cello müsste dann 1 Meter groß sein. Der eine oder andere, dem wird schon aufgefallen sein, dass ein Bratschen mit einem halben Meter Korpuslänge nicht so gemütlich spielbar ist. Das heißt, die bewegen sich irgendwo in einer Größenordnung zwischen von mir aus 38,5 und 43 cm. Wurscht wie, aber alles klar. Ja? Beim Cello ist das gleiche in Grün. Die bewegen sich zwischen 72 cm und von mir aus 76 oder 77 cm. Wurscht, alles klar. Das heißt nichts anderes wie, dass die Sinusschwingung gerade bei den ersten paar Tönen auf einer Saite unten nicht zur Gänze vorhanden ist am Instrument, weil das Instrument zu kurz ist. Das heißt, der Ton und die Qualität bilden sich eigentlich im Kopf, ja, durch die Schwingungen drüber. Ja. Und wenn ich die nicht oder nur wenige habe, dann kann ich das auch nicht als schön empfinden, sondern das ist halt irgendwie da, aber nicht tragfähig und schon gar nicht mit einer Qualität. Alles andere lässt sich im Prinzip ganz gut einstellen. Ist übrigens auch mit der Grund, warum ein Wolfton, wie er bei einer Bratschen zum Beispiel vorkommen kann, oder bei einem Cello, ganz typisch, ja, immer in einem Bereich EF-Fis irgendwo ist. Hängt genau damit zusammen. Wenn das Instrument richtig gebaut ist, von den Haltstärken her und, aufgrund dieser kleineren Größe, ja, muss es in dem Bereich liegen. Wenn das jetzt weit drunter oder weit drüber liegt, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Dann ist es entweder zu groß oder noch kleiner, dann kann es woanders auch sein. Beim normalen 4/4-Cello, ich sage in den üblichen Größenordnungen von 75 oder 74,5 bis 76 cm oder so, liegt es in dem Bereich drinnen. Ja? Und ein Instrument muss einen Wolfton haben. Es geht nur darum, dass er sozusagen handelbar ist und nicht im Tonumfang unglaublich auffällt. Ja? Wenn ich gar keinen Wolfton habe, dann kann das Instrument auch nicht funktionieren. Ja? Das ist ganz einfach erklärt. Nicht? Bei der Bratschen ist es dann, wenn sie sozusagen jetzt falsch gebaut ist, also wenn es blöd läuft bei der Bratschen, dann hast du das direkt auf der leeren A-Seite. Ja? Da sollte man dann was unternehmen, dass man es dort wegbringt. Ja, wenn es ein bisschen unter der A-Seite liegt, dann kann man damit schon wieder leichter umgehen. Wenn es wirklich auf der A-Seite liegt, auf die 443 Hertz, schwieriger. Ja? Ja, und das, was noch zu sagen ist, also in Wirklichkeit, das kann ich ja noch geschwind aufzeichnen. Ja, geht schon. In Wirklichkeit schaut das Ding so aus, also ich habe da mein Holzteil, hinten mit dem Kopf vom Wirbel, ja, dann habe ich da immer eine Bohrung drinnen, die geht sehr weit einer, ja, das ist eine konische Bohrung, ja, und der Titanteil schaut halt genau so aus, dass das dann da vorne ist, ja, da ist irgendwo das Loch für die Seiten und da habe ich immer ein bisschen eine Lauffläche und da auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen eine Lauffläche und sonst ist er gleich rund wie die anderen, ja, also und die können in Wirklichkeit jetzt auch nicht kaputt werden, beziehungsweise auch zum Tauschen sein wie die anderen Wirbeln, wie die Holzwirbeln bei Instrumenten, weil da keine Komprimierung stattfindet und komprimiert wird es, also ganz am Anfang kann es eben sein, bei einem Nagelneiginstrument, dass ein ganz kleines Randl vielleicht von dem Titan sogar noch zum Sägen ist außen, aber durch das, was er sich dann einkomprimiert, nicht, wenn man das eintrat, ja, verschwindet das, aber es rutscht nicht die ganze Zeit weiter, weil Holz kannst du nur bis zu einem bestimmten Grad komprimieren, das geht nicht unendlich weiter, ja, das ist alles. Also die sind langlebig, klanglich einstellbar, ja, beziehungsweise Einzelseiten kannst du justieren, wie du das brauchst, ja, und das funktioniert schon ziemlich gut. Ja? Und sie sind vom Handling her eigentlich sehr leicht zu handeln. Ja? Wenn man das mit dem Links- und mit dem Rechtsgewinde verstanden hat und mit Sommer oder Winter verstanden hat. Ja? Wie gesagt, die Holzwirbeln musst du mit einer Wirbelseife schmieren, ja? Die ein Dämpfungsfilm ist auf alle Laufflächen und die schmierst du nur mit reinem Graphit. Und in Wirklichkeit braucht man der kaum nachschmieren, weil der Graphit sich nicht verbraucht. Der wird eingedruckt, ja, und ist schallleitend, das andere ist nicht schallleitend und es lässt sich sehr gut betätigen. Ja. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.
Alles dann, viert euch. Na, nicht aufhören zum Reden. Schlafst so gut? Ich schlaf grad so gut. Ja, sauber. Nein, ich Was? hab das nicht eingeschalten, Warum machst du das nicht? weil ich vergessen habe. Okay. Dann mache ich das, ich sag das jetzt einfach nochmal. Beruhig dich. Ich hab's vergessen. Na, was heißt na sehr? Na, servus. So ein Arsch. Ja, das sind alles Überstunden, die man keiner zahlt. Hey. So ist das Leben. Wenn man jetzt sagt, tendenziell was Leichtes schwingt besser, würde man sagen, Ebenholz ist leichter, nämlich ein Drittel. Naja, schwingen tut Ebenholz definitiv besser. Nur Ebenholz transportiert da nicht so viel Obertöne. Und du kannst das nicht einstellen. Es ist ja schon unglaublich unterschiedlich, ob du eine saubere Titangrad 5 kriegen hast oder eine chinesische. Der E-Modul ist der Widerstand für eine elastische Deformation. Schön gesagt. Nur über das zerbricht mir jetzt nicht den Kopf. Ich kann nur aufgrund meiner Erfahrung sagen, bei den Geigen kann das sein, dass du mit einem Holzwirbel gut fährst, aber Ja. bei einer Batschen geht das nicht mehr. Wirbel. Titan. Da mit Doppel-T, oder? Die würde ich ein bisschen weiter nach vorhalten, ja, und ein bisschen zusammenfasst, ja. Und du kannst insgesamt ein bisschen nach vorgehen, ja, aber nicht zu sehr hoch. Genau, ja. Schau mal lieb, nicht immer so bes. Sehr hübsch. Ist es so, dass man mit Wichsgriffeln gar nicht so gut schnepfen kann? Ganz Ja, im Gegenteil, es Das, ist besser. das glitscht alles. Gib mir nur nicht die Hand. Das kann man im Prinzip sogar anschalten schon. Ja, beziehungsweise ich lade es halt auf, weil einfach nur dem iPad zuliebe, dass es einmal wieder ein bisschen einen Akku kriegt. Weißt du, das hat jetzt lange keinen Akku gesehen. Ich weiß, was du meinst. Halt ein Stück weiter 4 jetzt. Die Wirbel. Mhm. Na 4 ausstrecken. Äh, Es ist so anstrengend. Und ein Stück weiter runter, dass du ganz drauf bist. Nein, ja du. Schau her, du bist abgeschnitten ein bisschen. Und jetzt schau nicht so angestrengt. Das ist sehr gut, perfekt, passt. Wer kann, oder?